jeder, der nicht so ein natural born Salesman ist und das von der Pike auf gelernt hat, der kann davon profitieren. So, willkommen zu dieser Case Study von CleverRap. Wir sprechen heute mit Markus Bauer aus Kiel. Markus Bauer, hochmotivierter, ambitionierter Mensch, zweifacher Olympiateilnehmer und nicht ohne Grund Founder und CEO von Ghostscape, wo ihr mit eurer SaaS-Lösung die Führungskräfte von Unternehmen wie beispielsweise Volkswagen oder Microsoft bei ihrem Zielmanagement unterstützt. Ghostscape wurde 2010 gegründet, hatte vor 2 Jahren einen Relaunch und hat mittlerweile 10 Mitarbeiter. Wir arbeiten jetzt schon seit circa 6 Monaten zusammen und werden heute ein bisschen darüber reden. Willkommen, Markus. Hallo Dennis. Markus, was macht Ghostscape? Ghostscape ist eine einfach zu verwendende visuelle Zielmanagement-Lösung, mit der man Ziele auf eine bessere Art visualisieren kann als zum Beispiel mit Kanban-Boards. Wir verwenden eine Kreisansicht, passt sehr gut in unsere Zeit. Damit kann man viel besser mit begrenzten Ressourcen umgehen, weil man all die Dinge, die man so tun möchte, um erfolgreich zu sein, eben in diesen Kreis projizieren muss. Und das Ganze hilft auch, Mitarbeiter mehr zu engagieren, einen stärkeren Dialog über Ziele zu haben, Ziele top-down und bottom-up zu planen und das eben mit einer Lösung, die mal richtig schön einfach zu bedienen ist. Insofern kann das jeder verwenden, der ambitioniert ist und Ziele erreicht, aber insbesondere in Unternehmen, die so etwas an den doch teilweise gebremsten Engagement-Levels von Mitarbeitern tun wollen, ist das eine sehr nützliche Lösung. Cool. Und sag mal, Markus, warum habt ihr euch damals entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten? Oder warum hast du dich dazu entschieden? Ja, wir haben vor 2 Jahren einen Relaunch gemacht. Das Ganze lief immer so als ein Side-Projekt von meinen sonstigen Aktivitäten. Ich komme eigentlich aus dem Leistungssport, habe dann mit SAP sehr viel Softwareentwicklung zusammen gemacht und hatte Ghostscape immer so als im Beiwagen, weil das mein persönliches Tool war, mit dem ich auch gerne meine Zielplanung gemacht habe. Und wir haben es irgendwann dann online gestellt, aber nie aktiv vermarktet. Und die ursprüngliche Version war dann End of Life. Da mussten wir uns entscheiden, bauen wir eine neue Version oder stellen wir das Ganze auch ein. Haben uns entschieden, dass wir es neu aufstellen wollen, haben eine ganz neue Version gebaut und auch dann zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie wir eigentlich aktiv Vermarktung betreiben. Und so haben wir unterschiedliche Dinge ausprobiert. Wir machen natürlich das normale SEM-Geschäft oder versuchen unsere Webseite zu optimieren, haben ein großes Netzwerk von über 30.000 Mail-Kontakten, aber dachten, Mensch, an bestimmte Segmente würden wir auch ganz neu rangehen. Und da wir uns selber im Cold Contacting, in der Direktvermarktung nicht auskannten, haben wir halt Optionen geprüft, was der Markt so hergibt. Und sind da auch auf euch gestoßen und das fand ich von den Angeboten, die ich hatte, mit Abstand das Beste und ja, habe das bis jetzt auch nicht bereut, dass wir das angegangen sind. Cool. Und vielleicht mal so ein bisschen in die Vergangenheit gedacht, wie sah denn euer Vertriebsprozess damals aus und was waren dann eventuell auch schon die größten, ich sag mal, Herausforderungen? Ja, wir hatten eigentlich keinen geordneten Vertriebsprozess. Wie gesagt, wir haben die Lösung online gestellt und dann halt darauf gewartet, dass die Kunden kommen und die sind auch gekommen. Also, dass es da einen Markt für gibt, haben wir relativ schnell gesehen. Aber natürlich ist das begrenzt. Man kann damit nur so und so viele Leute erreichen und man hat auch nicht so richtig die Möglichkeit, ganz gezielt Leute zu erreichen. Also wenn man zum Beispiel in bestimmte Segmente, von denen man glaubt, dass sie gut funktionieren könnten, eindringen möchte. Und den Weg habt ihr uns halt eröffnet. Ihr habt die Erfahrung mitgebracht, wie man sowas aufstellt, wie man die Kontaktierung macht, wie man Leads identifiziert, wie man Erstansprache, Zweitansprache machen kann. Und ja, das Ziel war von Anfang an von euch definiert, wie so ein Funnel aussieht und was dabei rauskommen sollte. Das hat bei uns gut geklappt. Also die Werte, die wir da kriegen, zeigen uns, dass wir ein Product Market Fit haben, dass die Ansprache funktioniert und dass wir da vom Prinzip her einen Motor haben, den wir auch gut hochskalieren können. Wir sind jetzt immer noch in der Phase, wo wir schauen, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter. Das ist halt auch schön, wenn man eine Kampagne startet,
dass man dann schauen kann, ja, okay, das sind die und die Open Rates und das sind das ist die Prozentzahl, die Interesse hat. Ist das etwas, was vielversprechend ist oder nicht so vielversprechend ist? Und so tastet man sich da halt voran. Aber alle Kampagnen sind bisher bei uns so über dem Industriestandard gewesen und einiges sieht auch echt richtig vielversprechend aus und es ist natürlich auch an uns dann mit dem Produkt und dem Angebot entsprechend nachzuhalten, aber ein Interesse haben wir auf jeden Fall hier ganz klar gefunden. Mhm, mhm. Cool. Und um das vielleicht noch mal zusammenzufassen, was waren denn so unterm Strich die bis heute, es geht ja noch weiter, aber was waren denn so bis heute die wichtigsten, Ergebnisse und Resultate, die wir zusammen erzielt haben? Und was glaubst du, was vielleicht auch an Zeit und vor allem auch Aufwand nötig gewesen wäre, wenn ihr das selbst abbilden müsstet? Also grundsätzlich ist Sales ja ein Geschäft, für das man relativ dickes Fell braucht. Also, aber dafür kommt man mit Leuten in Kontakt, mit denen man normalerweise nicht in Kontakt kommen würde. Und ich habe nicht ein einziges Gespräch gehabt, das aus dieser Arbeit resultiert ist, das nicht in irgendeiner Form viel gewinnbend war. Also alleine das Gespräch war gut und man weiß dann häufig auch, wenn nicht da direkt ein Folgegespräch draus wird, dann weiß man trotzdem nicht, was für einen Eindruck das langfristig hinterlassen hat. Also das größte Learning war für mich, dass man diesen Schritt geht und sich traut, Sales auf diese Art und Weise überhaupt zu machen. Und als Sportler mag ich Dinge nicht ineffizient machen. Und wenn ich selber gemacht hätte, hätte ich nicht die Erfahrung gehabt. Und so greifen wir auf ein effizientes System zurück, mit dem man das auf eine gekonnte und geordnete Art und Weise machen kann. Und das war das Wichtigste für mich. Cool, cool. Dann noch eine letzte Frage von meiner Seite. Also, wem würdest du denn empfehlen, mit uns zusammenzuarbeiten? Also jeder, der nicht so ein natural born Salesman ist und das von der Pike auf gelernt hat, der kann davon profitieren. Man macht es, wenn man es selber versucht, total ineffizient. Man täuscht sich, was eigentlich ein Erfolg ist und was kein Erfolg ist. Also ich glaube, meine Erwartung ursprünglich war, dass vielleicht 20, 30, 40% positive Responses sind. Und das ist einfach unrealistisch. Das muss man sich klar machen, dass das nur ein kleiner Teil ist, gerade bei der Flut an Nachrichten, die Menschen heute bekommen. Aber dass eben diese 2 bis 5%, die man da erreichen kann, dass die eben extrem wertvoll sein kann und die erreicht man sonst nicht. Sonst früher ist man auf Messen gegangen, hat versucht, da Kontakt herzustellen. Das wird ja immer weniger. Aber da war die Treffsicherheit ja auch nicht so hoch. Und insofern, wenn man wirklich was hat, was Menschen weiterhilft, dann sind die dankbar dafür, dass sie auf diese Art und Weise kontaktiert werden. Ja, das, sehe ich auch so. Das war doch ein schönes Schlusswort. Danke dir, Markus, für deine Zeit, Sehr gerne. Arbeit und, ich freue mich auf die Zukunft, auf eine weitere gute und vor allem erfolgreiche Zusammenarbeit. Prima. Danke dir. Ciao, ciao.